421. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 11. Sonntag im Jahreskreis. Und wir sind hier zusammen gekommen, um auf Gott zu hören und ihm zu danken. In seiner Gegenwart erfahren wir Frieden und Freude. Und wir dürfen uns an seinen Gaben freuen und sie dankbar gebrauchen. Und das heutige Evangelium kennen wir alle. Jesus wählt seine Jünger aus und sandte sie zu zweit oder zu Einzelnen in die Gesellschaft. Und ihre Aufgabe war klar und deutlich, das Evangelium zu predigen. Jesus lädt uns auch durch unsere Taufe zu seinen Jüngern oder Jüngerschar. Und durch die Taufe wurden wir auch seine Jünger geworden. Er ist der gute Hirte, er geht voran und wir folgen ihm, wie wir eben zum Eingangslied gesungen haben. Ihn rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist das Wort, das der Vater zu uns gesandt hat. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. 171. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe,
die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zollner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben eben aus dem Matthäus-Evangelium her gehört, als Jesus die vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir Christen haben einen Hirten, aber wir nehmen nicht immer seine Führung an. So kann man allgemein sagen. Jesus sagt: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen mir. Die Frage ist, wer von uns hört heute die Stimme Jesu und folgt ihr? Jesus hat Mitleid mit uns und sagt: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Damit meint Jesus, die Menschen warten darauf, dass ihnen Jesus nachher gebracht wird. Und dieses Wort, es gibt nur wenig Arbeiter von Jesus, gilt nicht allein für, wie wir sagen, nicht nur für den Geistlichen, sondern meint auch die Berufung jedes einzelnen Christen in der Kirche, in die Weltkirche. Und hier ist konkret von Arbeitern die Rede. Christus rechnet damit, dass Menschen in allen Lebenssituationen oder Phasen oder Bereichen den Dienst der Gemeinde in die Hand nehmen und die Liebe Gottes erfahrbar machen. Ob Mann oder Frau, Priester oder Laien, Menschen mit oder ohne Amt, alle Christen sind berufen, Anwälte des guten Zeugen Christi in dieser Welt zu sein. Die Apostel werden im heutigen Evangelium alle mit Namen aufgeführt. So sind auch wir, Sie und ich, mit unseren eigenen Namen in den
Augen Gottes angesprochen und genannt. Nicht irgendeine Nummer oder Figur in der Maße. Nein, als getaufte Christen sind wir persönlich, ganz persönlich eingeladen. Jeder in seiner Art und Weise und mit seinen verschiedenen Möglichkeiten und Grenzen an der Erde teilzunehmen. So höre die Worte Gottes. Das Reich Gottes ist nahe. Es ist angebrochen. Es ist unter uns. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir als Christen, als Berufenen, dürfen die persönliche Einladung an der Erde des Herrn teilzunehmen, mit Offenheit und Vertrauen annehmen. Heilen wir mit der Medizin Menschlichkeit. Und wir können auf verschiedene Weise für das Reich Gottes arbeiten. Zum Beispiel, wie wir alle machen oder wissen, können für die Kranke beten. Wir können den Armen mit unseren Spenden helfen. Wir können Menschen freiwillig für diejenigen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Ja, das alles tun wir. Wir wollen auch weiterhin das tun. Dadurch wir unseren Glauben in der Gesellschaft leben. Was macht Jesus in dieser Situation der Kirche? Reich Gottes damals vor 2000 Jahren her hat gesät und durch die Apostel, durch die Jünger Jesu, diese frohe Botschaft weitergegangen bis heute, bis zu uns. Und wir sollen auch, wie im Evangelium steht, Jesus sagt, heilte die Kranke, weckt die Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Diese Worte sollen auch in unserem Leben passieren. Und wir wollen auch diese Worte in unserem Leben, in der Familie, in der Gesellschaft sichtbar machen. Jesus, der gute Hirt, segne uns. Amen. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus hat uns in seiner Kirche berufen. Er selbst tat dabei den ersten Schritt. Wir sind aufgerufen, uns immer wieder neu für ihn und sein Angebot an uns zu entscheiden. Durch ihn lasst uns den Vater bitten. Für eine Kirche auf der Suche nach Wegen, den du ihren Gliedern durch ihre Berufungen und Begabungen weist. Gott, unser Vater. Wir bitten dich. Für eine Welt auf der Suche nach einem gleichwertigen Miteinander der Rassen, Religionen und Kulturen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich.
für eine Gesellschaft auf der Suche nach einem Weg aus den Nöten der Pandemie, der Flüchtlingsströme und des Klimawandels. Gott, unser Vater, Wir bitten dich. für alle Männer und Frauen auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg, auf Augenhöhe in den Familien, im geschäftlichen Umfeld und in der Kirche. Gott, unser Vater, Wir bitten dich. für alle Menschen, die sich bis in ihren Tod hinein von deiner Liebe und Treue getragen wussten. Gott, unser Vater, Wir bitten dich. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen aus unserer Familie und Gemeinde. Besonders beten wir heute für die Verstorbene Annie Jansen. Herr, gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Zur Gabenbereitung singen wir 282. Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen. Du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Hebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tode befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlöste und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell
aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, erbarme dich unser Lamm Gottes.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Lied unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, das du mir vergibst. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Lasset uns beten. Herr unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen und euch einen netten, gesegneten Sonntag. Geht hin in Frieden. 898